Alle Hände voll zu tun, ihren Campus grüner und nachhaltiger zu gestalten. Das Team von Plant a Seed. Mehr zu dem innovativen Projekt von Studierenden für Studierende jetzt. Heute gilt es, 9 Hochbeete aufzubauen. Es ist Ende März und wir sind mitten auf dem Gelände der Technischen Universität in München vor dem Audimax. Hier soll schon im Sommer Essbares wachsen und geerntet werden. Plant a Seed heißt das Projekt. Es ist das erste des Sustainable Living Lab. Zur Erinnerung, das hat im vorigen Jahr an der TUM Future Learning Initiative teilgenommen. Mit Erfolg. Bereits vor dem Wettbewerb kam Veronika Becker die Idee zu Plant a Seed. Und zwar an der Uni. Ich saß in der Vorlesung bei dem Herrn Zosseder und der hat uns eine Dokumentation gezeigt, die heißt Tomorrow. Da geht es darum, dass ganz viele Projekte auf der ganzen Welt zusammengetragen werden, die irgendwas Nachhaltiges bewegen, unter anderem Urban Gardening Projekte. Und ich saß da drin und dachte mir einfach so, wenn die das schaffen, dann schaffen wir das auch. Und dann habe ich überlegt, wie ich das umsetzen könnte und habe auch sehr viel am Anfang mit dem Herrn Zosseder noch gesprochen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass die Uni alle Ressourcen hat. Und wir haben das Know-how. Wir haben so viele verschiedene Studiengänge. Also wenn die alle zusammenarbeiten, dann kann man so ein Projekt aufbauen. Rund 50 Studierende, viele auch aus dem Umweltreferat der studentischen Vertretung, sind mittlerweile mit dabei. Das Team wächst stetig. Während die einen aufbauen, kümmern sich die anderen um das Füllmaterial für die Hochbeete, die jedes für sich ein kleines Ökosystem simulieren. Hier sind Fachwissen und Planung gefragt. So the crop management team organizes the planning of the seeding. So what we're planting, how we're planting it, the needs of the plants after they've been put in the ground, and also the soil and the inside of the bed. We'll be keeping track of the data from the plants, their progress compared to different conditions, and keeping that in mind for next year's plan. Bis dahin werden noch weitere Hochbeete aufgestellt sein. Allerdings nicht mehr wie bisher aus Fertigbausätzen, sondern im eigenen Design und mit erweiterten Funktionen. Die Pläne liegen bereits in der Schublade, konnten Corona-bedingt noch nicht umgesetzt werden. Genau, sobald wir in den Makerspace dürfen, werden wir auch mehr Sitzgelegenheiten schaffen, dass die Leute wirklich in Kontakt damit kommen. Und nichts Besseres ist, als wenn man seinen Kaffee neben dem Hochbeet trinken kann oder Mittagessen hat. Also je mehr man in Kontakt als Normalstudent und Normalprofessor mit den nachhaltigen Themen bekommt, desto besser. Das sieht Pamela Duran-Diaz genauso. Von Anfang an hat sich die Dozentin für die Realisierung von Plant a Seed eingesetzt, mit Begeisterung. Well, it was very easy to be convinced about this project since the very beginning because it's fascinating and it's related to many fields as well. It's transdisciplinary. It's getting our hands into the ground and working together to make a real change. So working towards sustainability, working towards food sovereignty, food security, community building, capacity development. It's related into so many fields just by planting a seed. Schritt für Schritt ist das Projekt gewachsen, wurde allerdings mit jeder Untergruppe auch komplexer. Tobias Michel hat in Sachen Aufbau und Struktur beratend unterstützt. Er ist beeindruckt. Ich finde es Wahnsinn, wie sie es geschafft haben, innerhalb von einem halben Jahr eine 5-stellige Summe an Geld zusammenzubekommen, um ihr Projekt selbst zu finanzieren, aus unterschiedlichsten Quellen, von extern und von TUM intern. Einer der Gründe für diesen Erfolg, die Interdisziplinarität. Hier setzt der wissenschaftliche Aspekt an, denn Plant a Seed bietet reichlich Material für Bachelor- und Masterarbeiten. Die Informatiker könnten eine App entwickeln, die uns die ganze Organisation vereinfacht. Der Hydrogeologie-Lehrstuhl wird an nachhaltigen Bewässerungsstrategien arbeiten. Die Architekten sollen die zukünftigen Hochbeete noch ein bisschen toller machen, noch ein bisschen mehr designen. Und also wir haben für jeden Studiengang Möglichkeiten, wie sie das Projekt in ihre eigene Studienlaufbahn praktisch integrieren können. Zahlreiche Möglichkeiten für engagierte junge Menschen. Und heute ist es soweit, endlich. Aus der Theorie wird Praxis. Ein besonderer Tag, gerade für Veronika. Dass so viele Studenten jetzt zusammengekommen sind, die wirklich
total motiviert sind und dass ich nicht mehr alleine dastehe, sondern dass wir wirklich ein unfassbar tolles Team haben, wo jeder so viel Herzblut und ja, Zeit einfach reinsteckt, dass das ein Erfolg wird. Das macht mich so unglaublich glücklich und das ist super schön. Wer Lust hat, bei Plant a Seed mitzuwirken, egal aus welcher Fachrichtung, ist herzlich willkommen. Sei es für kurze Zeit oder auch ein längerfristiges Engagement. Weitere Infos findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video.